Wir reden immer gerne von Digitalisierung. Nur was ist damit gemeint? Da muss man vergleichen, wie bisher die Dienstplansoftware funktionierte. Das war eher zettelbasiert oder papierbasiert. All das haben wir vereinfacht durch ein elektronisches System. Jetzt ist es so, dass der Mitarbeiter selber auf seine Daten zugreifen kann. Er kann vieles selber beantragen, eventuell auch von zu Hause aus, eben per App und so weiter, die wir dann eigentlich schon wirklich komplett in der Früh dann auf dem Tisch haben für die weitere Planung. Die Vorabplanbarkeit und die Flexibilität sind zwei der zentralen Aspekte. Auf der einen Seite, weil der Mitarbeiter schon im Vorfeld Wünsche abgeben kann, sich damit auch flexibel seine Dienstplanung gestalten kann. Auf der anderen Seite haben wir als Arbeitgeber die Sicherheit, dass wir schon im Vorfeld wissen, welche Mitarbeiter wann zur Verfügung stehen. Es schafft den Mitarbeitern viel Flexibilität. Das wird uns auch zurückgespielt mit dieser Mitarbeiter-App. Für die Mitarbeiter selber ist auf alle Fälle von Vorteil, sie haben jederzeit Einblick in ihre Mitarbeiterdaten. Ich sehe, wann hat das mein Vorgesetzter genehmigt oder hat das genehmigt, hat das abgelehnt. Ich kann über InTime einen Diensttausch beantragen, muss nicht privat anrufen. Ich schaue einfach, welcher Tag das ist bei mir. Dann gehe ich auf die Tauschbörse und da werden mir alle Kollegen angezeigt, vorgeschlagen, die quasi an diesem Tag mit mir tauschen könnten. Dann kann ich denjenigen anklicken, der bekommt eine Nachricht von mir. Wenn das Tauschangebot passt, dann kann er das annehmen und somit muss er dann von der Stationsleitung noch genehmigt werden. Jeder kann sich einloggen mit der Personalnummer, er sieht alles, er sieht seinen Urlaubsplan, seine Zusätze, er sieht alles. Oder ich habe Sonderurlaub, ich habe nur 2 Urlaubstage, ich möchte die da und da beantragen, so okay, passt von der Personalplanung. Also für den Mitarbeiter ist das eine super Sache. Ist natürlich schon zeitlich jetzt das Beste so eine App, weil es inzwischen für alles eine App gibt und eben auch für das, weil man immer einfach schnell schauen kann. Das neue System hat dazu geführt, dass die Antragstellung sehr vereinfacht wird. Das heißt, es ist ganz klar, der Mitarbeiter weiß, wann er Anträge für zum Beispiel Mehrarbeitsstunden stellen muss, kann das mit einem Klick machen. Das wird sehr schnell in der Regel auch vom Dienstplanverantwortlichen bearbeitet. Wir haben eine klare Transparenz, wir haben eine stringente Planung, wir haben uns auf Abläufe verständigt, wie zum Beispiel, dass eine Dienstplanung frühzeitig abzugeben ist. Wir haben Themen wie, dass wir Einspringprämien jetzt quasi zahlen für Mitarbeiter, die kurzfristig einspringen. Das ist alles aus diesem Projekt raus entstanden. Das ist in meinen Augen ein absoluter Gewinn für die Mitarbeiter, für das Unternehmen. Zum Beispiel dieses Zeitkonto, was wir eingeführt haben, was in der Dienstvereinbarung erstellt worden ist, das schafft allen Mitarbeitern gleiche Bedingungen, bietet gleiche Vorteile für alle und das ist das, was wir erreichen wollten. Aber das Ziel ist natürlich, dass am Schluss die Mitarbeiter mehr Zeit haben, lieber am Patienten zu arbeiten, als eben Papier auszufüllen für die nächste Dienstplanung. Ich denke nicht, dass das jeder Arbeitgeber so anbietet. Und von daher denke ich, ist das auch für die Mitarbeiterakquise ein Vorteil. Die jungen Mitarbeiter oder die Mitarbeiter generell haben ein anderes Anspruchsdenken als früher. Man muss mit der Zeit gehen, man muss als Arbeitgeber, wenn man Mitarbeiter gewinnen will, modern sein, muss den Mitarbeitern Flexibilität einräumen, Transparenz einräumen, um als Arbeitgeber bestehen zu können.